Willkommen zurück auf meinem Kanal, liebe YouTube-Freunde. Ich bin aufgeregt, euch heute mein neuestes Projekt vorzustellen, das ich in den kommenden Wochen und Monaten umsetzen werde und somit auch den Start einer neuen Staffel markiert. Wie ihr bereits im Bild sehen könnt, ist mein Ausgangspunkt ein SR500-Rahmen. Als allererstes am besten direkt den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein Update und bleibt immer auf dem Laufenden zu diesem Projekt. Dann geht es jetzt auch direkt los. Der eine oder andere hat vielleicht mein Video gesehen, wie ich letztes Mal testweise versucht habe, beim Hesse-Flat mitzumachen. Ich bin dort mit meiner spontan umgebauten Honda in der Newbie-Klasse mitgefahren. Die Veranstaltung hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mich entschieden habe, für 2024 extra ein Bike dafür aufzubauen. Und auf dieser Reise voller Ahnungslosigkeit und kreativen Lösungen möchte ich euch mit diesem ersten Video mitnehmen. Vielleicht motiviert das den einen oder anderen ja auch, selbst mal aktiv zu werden. Als Ausgangspunkt habe ich mich ja für einen SR500-Rahmen und Motor entschieden, da ich mich mit dem sehr gut auskenne mit dem Motor und ich noch einen Haufen Ersatzteile bei mir in der Garage rumfliegen habe. Ich werde jetzt erstmal alle Teile zusammensuchen. Ich habe hier ein paar XT500 Teile und hier sind noch ein paar restliche Teile von der SR500. Die werde ich jetzt alle mal durchsehen und gucken, was ich davon alles verwenden kann. Wie ist das eigentlich bei euch? Ihr seht ja bei mir, ich hebe den ganzen Scheiß immer auf. Macht ihr das auch? Könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie es bei euch zu Hause aussieht. Also das waren ein paar Aufnahmen vom Rahmen. Ihr seht, hinten ist er abgesägt. Ideale Ausgangsbasis, kann keiner meckern, dass ich hier einen schönen SR-Rahmen zerlege. Und der hat 300 € gekostet, inklusive dem Motor. Ich möchte nämlich auch in dieser Staffel mal zeigen, was das ungefähr so kostet, wenn man so ein Motorrad aufbaut. Dann geht es jetzt mit den nächsten Teilen weiter. Originale SR500 Schwinge habe ich mir geholt. Da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich die verwenden werde. Die gefällt mir noch nicht ganz. Hinten habe ich ein 19 Zoll Rad von einer KTM geholt, eine alte KTM, welches Modell das ist, weiß ich gar nicht mehr genau, war auch eigentlich egal. Nur wichtig waren die 19 Zoll, weil vorne habe ich ja auch ein originales 19 Zoll Rad von der SR500. Der Tank ist von der DT, ich glaube DT 175 und der passt da sehr schön auf den Rahmen drauf. Der hat auch eine schöne Lackierung, ein bisschen Patina, ich denke mal, dass ich den erstmal so lasse. Grundsätzlich baue ich jetzt das Motorrad erstmal auf, also wir machen Mockup, um zu sehen, dass alles passt und anschließend wird das dann nochmal final zusammengebaut, so wie ich das eigentlich immer mache. Der vordere Teil von meinem Motorrad besteht aus einer Kawasaki-Gabel, man nimmt ja auch gerne eine R6-Gabel von der Yamaha, aber die Kawasaki-Gabel war besser im Angebot, deswegen habe ich da zugeschlagen, habe da noch die Brücke dazu geholt, das war jetzt nicht im Kombi-Set, sondern separat einzeln gekauft. Das Rad hier vorne ist noch von meiner anderen Yamaha SR500, die habe ich ja auf 17 Zoll Felgen gestellt. Deswegen ist das Rad übrig geblieben, passt auch perfekt, weil das ein 19 Zoll Rad ist. Und zuletzt jetzt noch die Stoßdämpfer, das sind alte Koni Stoßdämpfer, die hatte ich in meiner Garage noch rumliegen und die passen eigentlich soweit. Die werde ich jetzt erstmal nehmen, um das Teil so aufzubauen. Dann gehen wir jetzt mal die Kosten durch. Motor hatte ich ja schon gesagt und Rahmen 300 €. Die Schwinge war 33 €, das Hinterrad war 100 €. Dann haben wir noch die Stoßdämpfer für 0 natürlich, die hatte ich auch rumliegen. Die Gabel war mit Brücke 85 € und der Tank hat, was hat der Tank nochmal gekostet? Der Tank hat 75 € gekostet. Das Vorderrad war ja auch umsonst, das hatte ich ja schon von meinem anderen Motorrad übrig. Alles zusammen macht es dann 593 € und am Ende habt ihr dann hoffentlich einen guten Überblick, wenn ihr auch mal so ein Motorrad bauen wollt. So, das war jetzt ein kurzer Überblick über das neue Projekt, was ansteht. Falls ihr Bock habt, das Projekt weiter zu verfolgen, klickt einfach auf Kanal abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.